Stell dir vor, du gehst zum Autohändler, willst 5000 Euro auf den Tisch legen und der Verkäufer sagt, sorry, bevor ich dein Geld nehme, schreibst du mir erstmal einen Aufsatz darüber, warum du überhaupt verdient hast, dieses Auto zu besitzen. Klingt wie ein schlechter Scherz? Willkommen in der Realität von Star Citizen. Ich bin seit 2014 selbst Bäcker, habe 3 Schiffe im Hangar und mir platzt nach 12 Jahren Alpha jetzt offiziell der Kragen. Das Projekt hat diese Woche die historische Marke von 1 Milliarde Dollar Crowdfunding geknackt. Um das mal einzuordnen, das ist eine finanzielle Dimension, in der sonst nur ein GTA 6 operiert. Mit dem feinen Unterschied, Rockstar baut mit dem Geld das am meisten erwartete fertige Spiel des Jahrzehnts, während Star Citizen seit 12 Jahren in der Alpha vor sich hinkrebst. Und wie feiert CIG diesen Meilenstein? Mit einem neuen Schiffspaket für 5000 Dollar. Der Haken? Das Schiff existiert im Spiel noch gar nicht. Es ist ein reines Bild, ein 5000 Dollar JPEG. Und um es überhaupt kaufen zu dürfen, mussten Fans im Vorfeld eine schriftliche Bewerbung einreichen, um zu erklären, warum sie das Ding besitzen wollen. Und das Verrückte, die Leute haben es gemacht. What? Als Bäcker sieht meine Realität nach über einem Jahrzehnt so aus. Jedes Mal, wenn ich das Spiel voller Hoffnung starte, scheitere ich spätestens nach einer Stunde an Game-Breaking Bugs oder am legendären 30k-Error. Wir finanzieren hier keinen Fortschritt, wir finanzieren eine Industriekrankheit. Wenn große Publisher sehen, dass Spieler bereit sind, den Gegenwert eines Kleinwagens für ein unfertiges Konzeptbild auszugeben und sich dafür noch wie beim Bewerbungsgespräch zu erniedrigen, dann lernen EA, Ubisoft und Co. daraus nur eins: Es gibt kein Limit mehr nach oben. Wir beschweren uns über 80€ Spiele, während nebenan die Akzeptanz für 4-stellige Mikrotransaktionen geschaffen wird. Einfach krank. Man fragt sich, wo dieser Wahnsinn eigentlich enden soll. Aber es geht noch absurder. Während bei Star Citizen das Geld für unfertige Träume reingebuttert wird, fährt ein anderer Traditionsentwickler sein echtes, fertiges Zugpferd sehenden Auges gegen die Wand. Ich rede von Bungie. Das Studio hat das finale Content-Update für Destiny 2 angekündigt und begräbt damit endgültig ihr wichtigstes Franchise. Warum? Weil die Chefetage alles auf eine Karte setzt. Ihr neues Baby Marathon. Ein Extraction-Shooter, den die Gamer-Welt schon vor Release für tot erklärt hat. Die Prophezeiung der Concord-Trilogie. Und die aktuellen Zahlen lügen nicht. Während das fallen gelassene Destiny 2 immer noch auf 18.000 gleichzeitige Spieler kommt, krebst Marathon bei 12.000. Es ist ein Geisterspiel, bevor es überhaupt richtig angefangen hat. Totgeburt mit Ansage. Und ganz ehrlich, ich habe kein Mitleid mit Bungie. Das ist kein Pech, das ist die absolute Quittung für jahrelange Community-Misshandlung. Wer seine Spiele über Jahre wie wandelnde Kreditkarten behandelt, DLC aus dem Spiel löscht, für die Leute Geld bezahlt haben und Kritik ignoriert, der erntet am Ende genau das. Marathon zeigt den Anzugträgern schmerzhaft, was passiert, wenn man seine treue Basis für den nächsten seelenlosen Trend opfert. Für uns Gamer ist das ein Feiertag. Er beweist, wir fressen eben doch nicht jeden Dreck. Karma. Und weil die AAA-Riesen gerade nackte Panik vor den Spielern haben, packen sie die ganz billigen Tricks aus. Bestes Beispiel: Ubisoft. Die fliegen aktuell im großen Stil Reviewer und Influencer ein, um das kommende Black Flag Remake vorab zu testen. Warum? Weil sie ganz genau wissen, wie geladen die Stimmung ist. Bloß keine ehrlichen, ungefilterten Meinungen riskieren. Lieber die PR-Maschine mit gratis Reisen füttern. Die Angst vor der Wahrheit sitzt bei den Publishern tief. Aber die wollen uns nicht nur vorschreiben, was wir denken, sondern auch, was wir kaufen. Die Industrie zieht gerade eine unsichtbare Mauer hoch, die Budget-Gamer eiskalt ausschließt. Weil die Spiele insgeheim neue Features wie Mesh-Shader voraussetzen, werden alte Karten per Software-Update obsolet. Die Titel starten teilweise gar nicht erst oder laufen wie eine Dia-Show. Völlig egal, ob die reine Leistung eigentlich reichen würde. Das vernichtet den größten Vorteil des PCs. Die Langlebigkeit. Früher hieß es, Regler nach links und zocken. Heute heißt es, kauf für mindestens 700€ neu oder bleib draußen. Das ist kein technischer Fortschritt, das ist erzwungener Neukauf per Knopfdruck. Frech! Und selbst mein persönlicher Liebling Valve zieht bei den Preiserhöhungen plötzlich mit. Das Steam Deck OLED ist nach Monaten zwar endlich wieder lieferbar, kostet wegen der Speicherkrise aber einfach mal bis zu 240€ mehr als vorher. Über 900€ für die 1 TB Version eines jahrealten Handhelds?
Ganz ehrlich, Valve, ihr seid die beste Firma, aber das ist Käse. Zum Schluss ein Lichtblick, der mir diese Woche wirklich den Glauben an unser Hobby zurückgegeben hat. Ich rede von Paralives. Der neue Sims-Killer ist am Montag in den Early Access gestartet und zeigt der gesamten Industrie im Alleingang, wie es richtig geht. Ein winziges Team liefert hier ein verdammt gutes Spiel ab und das komplett ohne die typische EA-Abzocke. Das heilige Versprechen der Entwickler: es wird niemals kostenpflichtige DLCs geben. Alle Erweiterungen sind für immer gratis. Die Quittung der Gamer? Ein phänomenaler Start in den Steam-Charts, traumhafte Bewertungen ab der ersten Stunde und ein Hype, der EA heftig ins Schwitzen bringen dürfte. Diesen Trend bestätigt auch der neue 007. Keine Allüren, dafür pure Begeisterung in den Steam-Reviews. Die Rettung der Gaming-Welt liegt aktuell eben nicht bei den gierigen Milliardenkonzernen, sondern beim ehrlichen Handwerk. Aber was sagt ihr zu dieser Woche? Ihr könnt schreiben, ich kann lesen.